Ihr wollt eine Kamera, die kompakt und günstig ist und noch dazu filmähnliche Fotos schießt, dann seid ihr hier genau richtig, denn heute geht es um die Canon G9. Und fertig. Die Canon G9 hat 12,1 Megapixel und einen CCD-Sensor und das macht sie auch so besonders, denn dadurch entstehen filmähnliche Fotos. Gerade der Mix aus der Linse und dem CCD-Sensor entstehen diese soften Bilder, was einem analogen Look sehr, sehr ähnelt. Im Vergleich zu den neuen CMOS-Sensoren verbrauchen diese viel mehr Strom und sind auch viel teurer in der Herstellung und deswegen sind diese einfach nicht mehr aktuell. Außerdem ist die Kamera super leicht zu bedienen und jetzt schauen wir uns ein bisschen die Specs an. Die Brennweite geht von 35 mm bis 210 mit der Blende 2.8 und komplett rausgezoomt bis 4,8. Ich persönlich benutze die meistens auf der Brennweite 35 bis 50. Dadurch habe ich genug Spielraum, wenn ich Streetfotografie betreibe oder auch generell fotografieren gehe. Der optische Zoom verbessert die Bildqualität, dadurch, dass man halt nicht digital zoomt, und ihr könnt mit der Kamera natürlich RAW fotografieren und eure Bilder dann in Lightroom bearbeiten und natürlich auch Presets benutzen. Ich habe mit dieser Kamera explizit versucht, jetzt einen Filmlook zu erzeugen, der schon in der Kamera entsteht, gerade wenn ich JPEG fotografiere und einfach nicht nachbearbeiten will, und darauf gehen wir gleich ein. Ihr habt natürlich erstmal hier die Möglichkeit, euer Shooting-Modus auszuwählen. Ihr habt zwei Custom-Buttons, dann habt ihr den manuellen Mode, Blendenautomatik, Zeitautomatik, die Programmautomatik und natürlich auch Auto. Hier oben habt ihr dann die Möglichkeit zu zoomen und ansonsten befindet sich das ISO-Rad hier links im Bild. Wenn ihr also den Knopf hier drückt, könnt ihr die Blende zum Beispiel auswählen und die Offenblende ist das Maximum 2.8 und wenn sie geschlossen ist, ist es 8. Wenn ihr auf die Verschlusszeit geht, habt ihr eine Verschlusszeit bis zu 1/2500. Im Prinzip habt ihr auch noch viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel einen Makromodus, einen integrierten ND-Filter, was zum Teil halt die neueren, kleineren Kompaktkameras haben, wie die Ricoh GR3 auch. Und dafür, dass die halt aus dem Jahr 2006 ist, finde ich das schon relativ faszinierend. Blitz hat sie auch, also das heißt, für die nächste Party steht eigentlich nichts im Weg. Und gerade für diesen Point-and-Shoot analogen Look finde ich es ganz cool, dass die auch einen Blitz hat. Das heißt, mit ein bisschen Nachbearbeitung kommt ihr da schon ganz nah an den Film ran. Das finde ich ziemlich verrückt. Früher war das auch Top of the Line von den Canon Kompaktkameras und kompakt trifft sehr gut, weil die passt wirklich in jede Tasche, auch in die Hosentasche, und deswegen ist es auch eine Kamera, die man immer dabei haben kann. Sie ist alles andere als perfekt, aber genau deswegen ist es fast meine Lieblingskamera. Gerade auch, weil sie enorm günstig ist. Ich habe die für 70 € mal wieder auf eBay geschossen, wer hätte es gedacht. Jetzt komme ich noch zu dem Preset, von dem ich vorhin gesprochen habe, und zwar, wenn ihr die Kamera einschaltet, habe ich ja schon gesagt, gibt es Custom Functions Button, und da ich oft in der Programmautomatik unterwegs bin, nehmen wir jetzt mal C2. Da seht ihr dann auch schon hier auf dem Display, da ist ein P, also der tut die Verschlusszeit und die Blende selbst einstellen. Das erste, was wir machen, wir gehen auf dieses Functions Set und stellen den Weißabgleich ein. Wir wollen das nämlich selbst festlegen, da gehen wir auf Volkic. Dann haben wir die Möglichkeit, bei dem My Colors Tab hier oben auszuwählen, dass ihr Custom nehmt. Und wenn ihr dann hier auf Display drückt, könnt ihr den Kontrast einstellen, die Schärfe, die Sättigung, Rot, Grün und Blautöne und so weiter. Das zeige ich euch jetzt alles. Beim Kontrast gehen wir auf -2, bei der Schärfe auf -1, Farbsättigung auf 0, die lassen wir so. Dann Rot haben wir +1, Grün haben wir -1 und Blau machen wir 2. Dann gibt es noch den Hautton, da gehen wir auch auf +1 und das war's auch schon mit dem ganzen Einstellen. Jetzt kann man da wieder rausgehen natürlich, und jetzt seht ihr schon, ihr habt einen eher warmen Look. Ihr könnt natürlich den Diafilm nehmen, den finde ich schon sehr, sehr gut für die JPEGs, aber falls ihr euch mal ausprobieren wollt mit dem Preset, dann könnt ihr damit mal durchstarten. Es gibt natürlich auch ein paar Sachen an der Kamera, die nicht so perfekt sind, wie zum Beispiel der Autofokus ist relativ langsam, aber das stört mich persönlich eher weniger. Auch der Sucher ist relativ enttäuschend, also viel sieht man dadurch jetzt nicht. Also man kann damit eine Komposition machen, aber im Endeffekt benutze ich immer den Display. Und dann kommen wir auch zum nächsten Punkt. Der Display ist auch nicht wirklich hell, also gerade wenn die Sonne scheint, ist es halt ein bisschen schwieriger, da was zu erkennen, aber das sind alles Kleinigkeiten. Eine weitere Sache, die mich noch stört, ist, wenn man hier eine Schnellwechselplatte vom Stativ drauf macht, kommt man nicht mehr an das Batteriefach dran.
da das hier nach außen aufklappt und dann habt ihr hier natürlich nicht mehr so viel Platz. Ansonsten kann ich aber noch was Positives dazu sagen. Den Akku, ich habe nur einen Akku zu der Kamera und wenn ich ihn einmal auflade, hält er mindestens 2 bis 3 Tage, wenn ich damit aktiv fotografieren gehe, und das finde ich Wahnsinn, gerade weil die Kamera schon dementsprechend alt ist und ich sie auch gebraucht gekauft habe. Also da muss ich schon mal großes Lob an Canon aussprechen, ihre Akkus sind einfach super gut. So, das waren jetzt ziemlich viele Informationen. Wenn ihr Bock habt, ein weiteres Video zu schauen, dann könnt ihr hier gerne das Ricoh-Video schauen. Da geht es auch um eine Kompaktkamera, die etwas neuer ist. Und falls euch das Video gefallen hat, schreibt gerne was in die Kommentare, lasst ein Like oder ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.